Hello and welcome to our conversation about money today. Hallo und willkommen zu unserem Gespräch über Geld heute Abend. Today, I'm going to be your facilitator, Laleh Hancock. Heute Abend werde ich eure Facilitatorin sein, Laleh Hancock. And we have lots of amazing translators from all around the world that are joining us. Und wir haben hier unglaubliche Übersetzer von überall aus der Welt, die uns, die auch dabei sind. So Dagmar is going to be our German translator for live today. Also ich bin heute live der Übersetzer. Some of you are listening through other Zooms right now. Und manche von euch hören das Ganze an über andere Zooms. And some of the languages are going to be recorded and sent to you with the replay. Und manche der Übersetzungen werden euch im Nachhinein zugeschickt mit der Wiederholung. So today I'm going to share a lot of tools with you guys. Heute werde ich sehr viele Werkzeuge mit euch teilen. Now, some of it is going to be my own life experience. Und manches wird aus meiner eigenen Erfahrung sein. And some of it's going to be the tools of access consciousness. Und manches werden die Werkzeuge von Access Consciousness sein. And all the different specialties that I'm part of. Und aus allen Spezialitätenklassen, von denen Laleh Teil ist. So in this conversation, you're going to hear us ask a lot of questions. Also in diesem Gespräch wirst du uns zuhören, wie wir sehr viele Fragen stellen werden. And with the questions, we're going to have different energies that come up. Und mit den Fragen werden sehr viele unterschiedliche Energien hochkommen. And then we're going to use the access clearing statement to let that energy go away. Und damit werden wir den Klärungssatz von Access Consciousness benutzen, um das Ganze loszulassen. So it's like a little magic wand that you get to clear all the energies you no longer require. Also das ist wie ein kleiner Zauberstab, den du benutzen kannst, um all die Energien loszulassen, die du nicht mehr brauchst. So money is an interesting topic. Also Geld ist ein sehr interessantes Thema. We just have to say the word money and it brings up a lot of different energies. Wir müssen nur das Wort Geld sagen und es bringt schon sehr viele Energien hoch. So I'm going to ask you guys, we have 1 hour together. Also ich werde euch danach fragen, wir haben 1 Stunde jetzt zusammen. What would you like to get out of this time together? Und was ist es, was du aus unserer gemeinsamen Zeit hier für dich mitnehmen möchtest? Would you be willing for this 1 hour to put aside everything you think you know about money? Möchtest du oder bist du bereit dazu, für diese Stunde alles, was du denkst über Geld zu wissen, zur Seite zu legen? Instead, let's open the doors to the possibilities of what we can know about money. Und stattdessen lass uns die Möglichkeiten herausfinden, dessen, was wir über Geld wissen können. So, the first question is, what does money even mean to you guys? Also die erste Frage ist, was bedeutet Geld überhaupt für euch? So, it's not about you having words that come to mind. Und es geht nicht um Worte, die ihr haben könnt. It's more about asking the question and allowing whatever is there to show up. Es geht mehr darum, diese Frage zu haben und egal was es ist, all dem zu erlauben, sich zu zeigen. So when I ask you, what does money mean to you? Are there any words that come up? Also wenn ich dir die Frage stelle, was bedeutet Geld für dich, sind das Worte, die für dich hochkommen? If there's words or if there's an energy, would you be willing to actually let it go?
Ob es Worte sind oder eine Energie, bist du bereit, es loszulassen? Yeah, would you be willing to actually destroy and create all of those projections and expectations? Bist du bereit, all das einfach loszulassen und zu zerstören und zu kreieren? All diese Projektionen, die du darüber hast. Yes. So all of this, like someone mentioned, it's a big energy, like something impossible to touch. Also jemand hat gerade geschrieben, es ist diese Energie, die fast unmöglich ist zu berühren. So everywhere you've made money so significant and so much bigger than you, would you be willing to destroy and create all of that? Also überall da, wo du dieses Geld so signifikant und so viel größer gemacht hast als dich selber, bist du bereit, das jetzt zu zerstören und zu kreieren. Okay, right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. That is the clearing statement with access, and you can go to theclearingstatement.com. Und das ist der Klärungssatz von Access Consciousness und du kannst ihn nachschauen auf The Access Consciousness clearingstatement.com. So some of the feedback is the word complicated is what came up. Also manches von dem Feedback sagt, dass es das Wort, welches hochkommt, kompliziert ist. So we live in a world, a reality that would like you to think money is important and more significant than you. Also wir leben in einer Welt und in einer Realität, die euch gerne sagen würde, dass Geld mehr wichtig ist als du. So if you think it's complicated, you don't realize how easy you can draw money into your life. Also wenn du denkst, dass es kompliziert ist, dann realisierst du nicht, wie einfach es sein kann, das Geld in dein Leben hineinzuziehen. So everywhere you've bought it real that money is complicated, we destroy and create all of that. Also überall, wo du denkst, dass Geld kompliziert ist, bist du bereit, das jetzt zu zerstören und zu kreieren. Okay, right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. There's a little bit of a lot of energy on that one. Also es ist ein kleines bisschen eine ganze Menge Energie auf diesem. Okay, now, whatever we ask you, you have to be willing to also pay attention to it in your body. Also was immer wir hier sagen, du musst auch bereit sein, darauf zu achten, was in deinem Körper passiert. Okay, whoever's typing, can you please mute? Okay, cool. Fove, can you make sure you catch the... So, with money, where did you learn about money? Also mit dem Geld, wo hast du gelernt über das Geld? Was it your parents? Waren es deine Eltern? Was it at school? War es in der Schule? Was it society telling you what money actually is? War es die Gesellschaft, die dir eigentlich sagt, was Geld ist? When you learned this information, you only heard a small piece of what it actually is. Als du diese Information gehört hast, hast du eigentlich nur einen ganz kleinen Teil gehört von dem, was es eigentlich ist. So what if money is not just the cash that you walk around with? Was, wenn Geld nicht nur das Bargeld ist, mit dem du rumläufst? And what if money is not going to come to you only by the job that you think you get paid for? Und was, wenn Geld nicht nur aus dem Job kommt, den du gerade machst? Most of us think of money and have an immediate definition to what it is. Die meisten von uns denken über Geld und haben sofort eine Definition darüber, was es ist. But I invite you to know whose definition of money are you living with? Aber ich möchte dich dazu einladen, zu wissen, von wem diese Definition ist, mit der du lebst. Okay, pay attention with your body.
Okay, seid achtsam mit eurem Körper. When I say, whose definition of money do you have? Wenn ich sage, wessen Definition über Geld hast du? Is it yours? Ist es deins? Is it someone else's? Ist es von jemand anderem? Is it something else's? Ist es von etwas anderem? Which one of those did you perceive more in your body to be more space? Welches davon hast du in deinem Körper wahrgenommen, was mehr Raum ist? So yours, someone else, or something else. Also deins von jemand anderem oder von etwas anderem. What do you get? Okay, somebody else, something else. Also was bekommt ihr von jemand anderem, von etwas anderem? So if it's somebody else's definition, how much do you have to act and be like somebody else to try to make money? Also wenn es die Definition von jemand anderem ist, wie sehr musst du dich so benehmen wie jemand anderes, um Geld zu machen? So everywhere you have learned to trust other people's definition of money instead of what you know, would you be willing to destroy and create all of that? Also überall da, wo du gelernt hast, auf die Definitionen anderer zu vertrauen, anstatt zu wissen, was du weißt über Geld, bist du bereit, das dir zu zerstören und zu kreieren. Right, wrong, good and bad, pon, poc, online, shorts, boys and beyonds. Pay attention to your body. Your body is the biggest component to you having money. Achte auf deinen Körper. Dein Körper ist die größte Komponente für dich, um Geld zu haben. Your body is talking to you on a regular basis. Dein Körper spricht die ganze Zeit mit dir. It's giving you information about you, your surrounding, and the world. Es gibt dir Informationen über dich, über deine Umgebung und über die Welt. So when something just feels more light and expansive, it could be true for you. Also wenn sich etwas leicht anfühlt und dass es einfach expansiver ist, es könnte sein, dass es die Wahrheit für dich ist. But it feels heavy or like constricted, it may not be real for you. Aber wenn es sich klein anfühlt und so eng, dann kann es sein, dass es nicht real ist für dich. So when it comes to money, please listen to your body. Also wenn es um Geld geht, bitte höre auf deinen Körper. Your body has a voice that will talk to you if you're willing to listen. Dein Körper hat eine Stimme, die mit dir sprechen wird, wenn du bereit bist, ihm zuzuhören. So if you were actually listening to your body, also wenn du wenn du eigentlich bereit bist, auf deinen Körper zu hören, how much more do you know about making money than you've even acknowledged? Wie viel mehr weißt du eigentlich darüber, wie man Geld macht, das du noch nicht anerkannt hast? Now, what's interesting is some of you guys said someone else and some of you said something else. Was interessant ist, manche von euch haben gesagt, dass es jemand anderem gehört und manche von euch haben gesagt, dass es etwas anderem gehört. None of you said it's mine. Keiner von euch hat gesagt, das ist meins. So imagine you're walking around all day long upset you don't have money because you have someone else's definition. Also stellt euch vor, ihr lauft die ganze Zeit rum und den ganzen Tag über, einfach traurig darüber und dass ihr kein Geld habt, aber es gehört nicht euch. So if for this 1 hour together, you didn't have to have anyone else's definition, what else would be possible? Also wenn du nur für diese eine Stunde nicht diese Definition anderer haben müsstest, was wäre dann sonst noch möglich? So money loves joy. Geld liebt Freude. Money loves to have a party. Geld liebt es, eine Feierlichkeit zu haben. Money does not like depression or sadness. Geld mag keine Depression oder Traurigkeit. So imagine when you were at your happiest in your life.
Also stell dir vor, in deinem Leben, wenn du am glücklichsten warst, did you ever worry about money? hast du dir jemals Sorgen um Geld gemacht? Did you ever wonder how you're going to pay your bills? Hast du darüber nachgedacht, wie du deine Rechnung bezahlen wirst? Did you even think about money during that time? Hast du während dieser Zeit überhaupt über Geld nachgedacht? I'm not getting any answers, but for me, I'd have to say no. Ich bekomme zwar keine Antworten, aber für mich, ich muss sagen, nein. Now I get the head shaking. Und jetzt schüttelt ihr euren Kopf. We have bought everyone else's definition of how to have money. Wir haben die Definition von anderen eingekauft, von dem, wie es ist, Geld zu haben. So Victoria says it was free and fun and joyful. Also Victoria sagt, nein, es war frei, spaßig und ja, einfach glücklich. So what if you don't have to wait for someone else to live your life? Also was, wenn du nicht auf irgendjemand anderen warten musst, um dein Leben zu leben? What if today you can choose not to have someone else's definition anymore? Was, wenn du heute wählen kannst, nicht die Definition von anderen zu haben? So imagine you're looking at a radio station, okay? Also stell dir vor, du schaust dir eine Radiostation an. Do you remember the old way that things used to be? You used to have to push the knob on your radio. Wisst ihr noch, wie es damals war? Also ihr musstet den Knopf an eurem Radio drehen. Well, the radio has frequencies. Also das Radio hatte so seine Frequenzen. Money, energy, they have frequencies. Geld, Energie haben auch Frequenzen. So when you're thinking, oh, life is so great. Also wenn du denkst, oh, das Leben ist so schön. When you're like joyful and you have excitement in your world. Also wenn du in Freude bist und diese Erregung in deiner Welt hast. It's you traveling at the high frequency of energy. Das ist es, wenn du auf dieser hohen Frequenz am Reisen bist. But when you stress and you're worried, Aber wenn du gestresst bist und dir Sorgen machst, when you are afraid not to be able to pay the bills, wenn du Angst hast davor, nicht diese Rechnung bezahlen zu können, that's when you're traveling at the low frequency of energy. dann ist es, wenn du auf dieser niedrigen Frequenz verreist. You are then in this reality. Du bist dann in dieser Realität. You are in the reality of judgment and lack and scarcity. Du bist dann auf der Frequenz von Mangel und Angst. So when you are willing to look at it from a different perspective, also wenn du bereit bist, es dir aus einer anderen Perspektive anzuschauen, you can shift that energy to come up. Dann kannst du diese Energie bewegen, um wieder hochzukommen. It starts with a question. Und es beginnt mit einer Frage. When you stop whatever craziness you have going on, wenn du, egal welche Verrücktheit du gerade hast in deiner Welt, beendest, oh, somebody's taking control. Jemand übernimmt gerade die Kontrolle. Wie ist das möglich? Let's see who it is. I can't tell. Ich kann gerade nicht sagen, wer das ist. Oh, do you know how to switch it off?
Hold on. All right, we won't get distracted. This is the part where it doesn't matter what 1 second ago your view about money was. Und das ist der Moment, in dem es egal ist, welche Ansicht du 5 Sekunden her darüber hattest. When you don't allow anything or anyone to stop you, wenn du niemandem und nichts erlaubst, dich zu stoppen, you can create a totally new reality. Dann kannst du eine vollkommen neue Realität kreieren. So, for example, up until now, you said, I am whatever, I have no money. Also, wenn du bis jetzt, was auch immer gesagt hast, ich habe kein Geld zum Beispiel. It takes you saying, okay, that's a distractor and I'm not going to go there. Und dann braucht es dich, dass du sagst, das ist eine Ablenkung und ich gehe nicht dahin. Instead, what I am going to do is I'm going to ask a question. Und stattdessen, was ich tun werde, ich werde eine Frage stellen. If this is where I can start from, wenn es das ist, wo ich beginnen kann, what is possible I haven't even considered? Was ist möglich, was ich noch nicht in Betracht gezogen habe? Even if you have $1 in your bank account or one of your own country's money. Auch wenn du nur $1 und oder welche immer Währung du hast in deinem Bankkonto hast. If you're willing not to go into the judgment and the lack of it, wenn du bereit bist, nicht in die Bewertung und den Mangel dessen zu gehen, you can instead change it. Dann kannst du es stattdessen verändern. You just have to say, okay, how can I get even better than this? Und das Einzige, was du tun musst, ist, du sagst, okay, wie wird es besser als das? But most of us, we get motivated to create if we have something that we're actually desiring to add to our lives. Aber die meisten von uns fangen an zu kreieren, wenn es etwas gibt, wonach wir uns in unserem Leben sehnen. When you have something to reach for, you may create more. Wenn es etwas gibt für dich, wonach du deine Hand ausstrecken kannst, dann kann es sein, dass du mehr kreieren wirst. So first, what would you like to add to your life and living? Also als erstes, was würdest du gerne in dein Leben verwirklichen und hinzufügen? You don't have to have words. Und du musst keine Worte dafür haben. But there's something energetically that may come up when you ask that question. Aber es kann sein, dass etwas hochkommt, wenn du diese Frage stellst, energetisch. Something may actually come up in your mind and you're like, I'd like to have a new car. Es kann sein, dass etwas in deinem Gehirn hochkommt und du sagst, ich hätte gerne ein neues Auto. I'd like to live somewhere where my body is happy, where it's a place that I enjoy coming to every day. Es kann sein, dass du darüber nachdenkst, hey, ich hätte gerne einen Ort, an dem ich lebe und einen Platz, an den ich gerne komme. And it could be anything like, I'd like to add more consciousness on the planet. Und es kann auch sein, so etwas wie, hey, ich würde gerne mehr Bewusstsein dem Planeten hinzufügen. But when you are able to go beyond this second right now, aber wenn du bereit bist, über diese Sekunde, in dieser Sekunde hinauszugehen, that's what's going to assist you in generating and creating the energy that brings the money. Das ist es, was dir dabei helfen wird, zu generieren und zu kreieren das Geld. So, if you could have anything in the world and didn't have to worry about the money, what would that be? Also wenn es nichts geben würde, worüber du dir Sorgen machst, was wäre das? See, we think the money is what stops us. Also wir denken, dass es das Geld ist, was uns stoppt. What if that's the excuse? Was, wenn das die Entschuldigung ist?
What if the money never had to be the issue? Was, wenn das Geld niemals das Problem sein müsste? Think of a time that you really wanted something. Denke an eine Zeit, in der du wirklich etwas haben wolltest. Might have been a dress. Es kann ein Kleid sein. Might have been a trip you wanted to take. Es kann eine Reise sein, die du gerne machen wolltest. It might have been a man or a woman you wanted to add to your life. Es kann ein Mann oder eine Frau sein, die du gerne deinem Leben hinzufügen wolltest. Yay! How easy was it for you to have it? Wie leicht und einfach war es für dich, es zu haben? When you desire something, you'll do whatever it takes to have it. Wenn du dich nach etwas sehnst, dann tust du, was auch immer es braucht, es zu tun. The same thing with money. Und das Gleiche mit Geld. It's not the money that you're asking for. Es ist nicht das Geld, wonach du fragst. It's when you're asking for what you actually would like to have that you invite money and everything else. Es ist das, wonach du dich sehnst und dann nach Geld fragst, um alles andere einzuladen. So, when you're asking for money, are you even asking for money? Also wenn du nach Geld fragst, fragst du dann wirklich nach Geld? Most of us dream of having money, but we don't ask for money. Die meisten von uns träumen darüber, Geld zu haben, aber fragen nicht danach, Geld zu haben. So, if you could ask for anything, what would it be? Wenn du nach allem fragen könntest, was wäre es dann? I know we have a couple of questions. So first, there was Olga who had her hand up. Also wir haben ein paar Fragen und da Olga war als erstes, die ihre Hand gehoben The only hat. thing is, Olga, do you speak English? Olga, sprichst du Englisch? Because our Russian translator is on a different Zoom. Unser russischer Übersetzer ist gerade bei einem anderen Zoom. So. But Angela is here. Angela? Let's see. I'm trying to find Olga. She was here. Hold on. Thank you, Sabina. Let's see. Olga, are you still here? Ольга, а ты говоришь на английском? Ты можешь свой вопрос задать на английском? Потому что Инга на другом зуме. There's the beautiful Angela. Da ist die wundervolle Angela. Yay! Hallo, hallo. Hi. Hi. Okay, so we're going to come back to Olga. Мы вернемся к тебе потом. Okay. Also wir kommen auf Olga zurück. Angela, Olga has something written in Russian, but I can't translate it. Nicht Ida. Ich auch nicht. Ich kann es auch noch nicht lesen. What does it say in English? Ольга, ты можешь включить, пожалуйста, твой микрофон и задать вопрос на русском? Я его переведу Лале. Просто я не читаю пока. Okay. Okay. Cool. No worries. We'll come back. There was another person who said, can I ask a question? Bernice. Yes, it was me. Hello. Oh, hello. Hello. Nice to meet you, beautiful. What question do you have? Laleh, I'm sorry. She just wrote in the chat that she can't speak because her mic doesn't working. Oh. That lady. Оля, а можешь написать вопрос в чат? I just asked her to write the question in the chat. That sounds good. That sounds good. Okay, we'll come back. We'll come back to Olga, okay? Да, мы вернемся к Оле. Yeah. So many beautiful people in my life. What can I say? Okay, Berenice, honey, would you like to ask your question? Yes, when I talk to my clients, I often get the question why Access deals that much with money. What is your answer when someone asks you this question?
What's the question? Why does Access deal with money? I don't know. Can you Why tell there are so many Topics around. around money? How to get money, how to create money, how to have money. what? Okay, that's a great question. Great question. Mhm. So our topic today is money and money secrets. We have hundreds of people from many languages who signed up. Money is one of the most funniest topics in the world because it's the one that most people have the biggest judgments with. Oh, I need my translator. Mhm. Ja, also Berenice fragte, sie hat sehr viele Klienten, die danach fragen, warum Access sich so oft und so viel mit Geld beschäftigt. Und Laleh sagte gerade, dass es ein sehr komisches Thema ist, ja. So it's a strange topic and okay. Und der heutige Zoom heißt Geld und die Geheimnisse darüber. Und wir haben so viele Menschen von überall von der Welt. Okay. It's one that has the highest judgment, but it also is one where people almost stop creating what's possible. Also es ist ein Thema, welches sehr viele Bewertungen hat und es ist, wo die Menschen beinahe stoppen. If you listen to any of the facilitators in Access, Wenn du einem Facilitator bei Access Consciousness zuhörst, when you're willing to ask questions about what you'd like to add to your life, wenn du bereit bist, danach zu fragen, was kann ich meinem Leben hinzufügen, it's not just about money. dann geht es nicht nur um Geld. It's about you knowing that you are the creator of everything in your life. Es geht darum, dass du in dem Moment weißt, dass du der Kreator deines Lebens bist. You can have and be anything you desire. Du kannst sein und haben alles, wonach du dich sehnst. It takes you allowing you to receive it though. Aber es braucht deine Erlaubnis, um es zu empfangen. And it's not just about money. Es geht nicht nur um Geld. It's the points of views you have about receiving what you're asking for. Es geht um die Ansichten darüber, zu empfangen, wonach du fragst. When you make anything the most significant part of your life, wenn du irgendetwas signifikant machst in deinem Leben, whether it's a person, ob es eine Person ist, it's a job, eine Arbeitsstelle, it's money, Geld, anything, you stop you from being the infinite you. alles, dann stoppst du dich davor, das unendliche Du zu sein. Money is not the source of your life. Geld ist nicht die Quelle deines Lebens, But most people make it that it is. aber die meisten Menschen machen es dazu. One of the secrets of money is, are you willing to be you? Eins der Geheimnisse von Geld ist es, bist du bereit, du zu sein? Because when you're being you, you're including your body. Weil wenn du bist, dann inkludierst du deinen Körper. Your body is the one that actually desires the food, the money, the house, the cars. Dein Körper ist eigentlich derjenige, der es braucht, das Geld, das Auto, das Haus. Yeah. And when you include your body, you're allowing every capacity and ability that you have be part of this magic and creation with you. Und wenn du deinen Körper inkludierst, when you include your body, then you allow it, or? Okay, dann erlaubst du, no, I lost it, I'm sorry.
super fried. Deluxe. Well, when you include your body, Also wenn du deinen Körper inkludierst, thank you. You allow the embodiment of you, your body, and every molecule to create together. Dann erlaubst du deine Verkörperlichung, deinem Körper, den Molekülen zusammen zu kreieren. And when you're creating the things that bring you joy in your life, Und wenn du kreierst die Sachen, die dir Freude machen in deinem Leben, one of those energies you're drawing into your life is money. dann ist eins von den Sachen, die du in dein Leben reinziehst, Geld. But once again, are you asking for money? Aber noch einmal, fragst du nach Geld? It's not about making it be just, I need this money. Es ist nicht darüber, es zu machen, ich brauche das Geld. But it's the willingness to also say, you can also have the money. Aber es ist die Bereitschaft zu sagen, du kannst auch Geld haben. So listen to the words, but also the energy of what I just say, okay? Also höre bitte der Energie und auch den Worten zu, die ich jetzt gerade sage. I need to have the money now. Ich muss das Geld jetzt haben. That's from lack, limitation, and scarcity. Das ist aus dem Mangel und ja, der Angst. That's making the money the significance, not you as the power. Das ist, wenn du das Geld signifikant machst und nicht aus deiner Macht bist. Now listen to this question. Und jetzt höre auf diese Frage. I wonder what it would be like to go to this class. Oh, ich wundere mich darüber, wie es wäre, in diese Klasse zu gehen. I wonder what I would have to be or do different to actually be sitting in that class. Oh, ich wundere mich darüber, was ich anderes tun könnte, um wirklich in dieser Klasse zu sein und dort zu sitzen. I wonder what can I be or do different to pull in all the money and everything else that I desire. Ich wundere mich, was ich alles sein könnte, um alles, das Geld hineinzuziehen und alles, was ich da sein könnte. Like Caroline says, it's so important the energy you're being when you're asking. Caitlin sagt, es ist so wichtig, die Energie, die du bist, wenn du nach etwas fragst. Because when you do it from the I can't have it, weil wenn du es aus dieser Energie machst, ich kann es nicht haben, instead of I wonder what I haven't even considered yet. Anstatt ich wundere mich, was habe ich noch nicht mal in Betracht gezogen? One invites possibilities. Eins lädt Möglichkeiten ein. And allows you to go beyond what they think is possible in this reality. Und erlaubt dir darüber hinauszugehen, wovon sie denken, das möglich ist in dieser Realität. The other is this reality of lack, limitation, and only a little bit to go around. Und das andere ist aus dieser Realität der Mangel, die Limitierung und einfach nur ein bisschen zu haben, um rumlaufen zu können. We live in a world of abundance. Wir leben in einer Welt der Fülle. There's infinite energy. Es gibt unendlich viel Energie. And when you do that, you activate the elements from the universe. Und wenn du das tust, dann aktivierst du die Elemente im Universum. You allow those elementals to be your partner in what you're creating. Dann erlaubst du diesen Elementen dein Partner zu sein in dem, was du kreierst. But when you go into this reality, aber wenn du in diese Realität gehst, you can only create money if you work hard. Dann kannst du nur Geld kreieren, wenn du hart arbeitest. I think I pulled that one out of all your heads because that's not even true. Ich glaube, ich habe es aus all euren Köpfen rausgezogen, weil das ist noch nicht mal wahr.
So everywhere you have learned from everybody else that you have to work hard to make money, we destroy and create all of that. Also überall da, wo du gelernt hast von anderen, dass du hart arbeiten musst, um Geld zu haben, zerstörst und nun kriegst du das jetzt. How does it get even better? Okay, right, wrong, getting back, blah, blah, call my shirts, voice. Wie wird es besser als das? Yay! Oh my God, thank you for all the sweet notes in the chat. You guys are awesome. Thank you so much. Vielen Dank für eure super süßen Nachrichten im Chat. Ihr seid wundervoll. So, does that give you a different clarity or different information? Yeah. Yes. Awesome. Gibt dir das eine andere Klarheit oder eine andere Information darüber? Ja, okay. So, Dimitri, is this you translating Olga's question for me? Laura says, so go have a party. Yes, yes, yes. You would like to have money, have a party. Oh, you have to translate. Yes. Also, jemand hat im Chat gesagt, wenn ihr Geld haben wollt, dann geht raus und feiert. Also, ihr müsst eine Party haben. Und ja. I'm coming to Mexico in November. November is Mexico. Laleh ist im November in Mexiko. Yeah. Laura's in Mexico. Mexico City? I'm not sure yet. We were thinking Mexico City or Cancun. Or Cancun. Okay. Great. I'm coming. Okay, I'm in Tijuana. Party. Tijuana too. That's another party. Yeah, Lots of parties. Another one. Why not? How does it get better? What else is possible? What else is possible? But I would like you guys to know, I don't have classes. I don't go to work. I have a party every second of the day. And that's one of the secrets to money. Don't make it be defined as work or as anything other than it's part of the adventure of your living. Also, ich möchte euch sagen, wenn ich I think I got it. Ich gehe nicht in eine Klasse, ich gehe nicht zur Arbeit. Ich habe Freude in allem, was ich tue, in jedem Moment und ja, geht einfach raus und habt eine Party. Yeah, and you know, with everything, one of the questions we ask is if I buy you, will you make me money? Und mit allem, eine der Fragen, die wir stellen, ist, wirst du mir Geld bringen, wenn ich dich kaufe? I do that even with my lipstick, my clothes, everything. Ich mache das sogar mit meinem Lippenstift, mit meiner Kleidung, mit allem. It doesn't mean I'm gonna go sell my lipstick. Es geht nicht darum, dass ich dahin gehen werde und meinen Lippenstift verkaufen werde. It's possible if you'd like to buy it. Es ist möglich, wenn ihr es gerne kaufen möchtet. But it's the willingness to be present with the consciousness of everything. Aber es geht um diese Willigkeit, präsent zu sein mit dem Bewusstsein von allem. When you're not going to just buy to spend your money, wenn du nicht einfach rausgehen wirst und einkaufen wirst, um dein Geld auszugeben, you're buying so that you can use your money to create more possibilities. Dann wirst du kaufen, um mehr Möglichkeiten zu haben. So your willingness to be present with everything, also deine Bereitschaft, präsent zu sein mit allem, allows you to receive the gifts that the consciousness of that would like to offer you. Erlaubt dir, das Geschenk zu empfangen von dem Bewusstsein, dass es dir gerne geben möchte, dass es dir gerne beitragen möchte. So I'd like to give you guys some definitions, okay? Also ich möchte euch gerne ein paar Definitionen geben. And then destroy and create everything I say, okay? Und dann zerstört und unkreiert alles, was ich sage, okay? Because one of the tricks to money is no definition. Weil einer der Tricks von Geld ist, keine Definition zu haben.
but you hear about money. Aber du hörst über Geld. Money includes everything. Geld inkludiert alles. It could be, a gold coin. Es könnte eine Goldmünze sein. It could be a penny. Es könnte ein Penny sein. It could be money. Es könnte Geld sein. Look at how pretty Canadian money is. Come to Canada. Ja, schaut euch an, wie hübsch das kanadische Geld ist. They have Kommt nach pretty Kanada. money. But it's not just cash. Es geht nicht nur um Bares. Money can come in a form of a gift. Money can come in a form of a bowl. Money. Ja, genau. What? Also, Geld kann in Form von Money kommen. Money kommt. Also Geld kann in Form von einem Schein kommen, von einem Ball. Money come, money come, money come, money come. Yes, money come, Esther. I like your money. I like it a lot. Okay. Also Geld kommen, ja. But cash is this. Aber Bargeld ist das. Okay? Rich, I'm going to come back to. Also reich sein, ich komme darauf zurück. Wealth means your willingness to receive from everything. Wohlstand bedeutet, dass du bereit bist, von allem zu empfangen. So when you're asking for money, Also wenn du nach Geld fragst, the universe is bringing you in a lot of different ways what you're asking for. dann bringt das Universum dir auf vielen verschiedenen Wegen das, wonach du fragst. So everywhere you've gone into wrongness that you haven't received the money you've been asking for, Also überall da, wo du in die Falschheit gegangen bist, dass du das Geld nicht empfangen hast, nach welchem du gefragt hast, would you now be willing to destroy and create all that? bist du jetzt bereit, all das zu zerstören und zu kreieren? Right, wrong, good and bad, pon, pock, all night, shorts, boys and beyonds. I'll give you a quick example. Ich gebe euch ein schnelles Beispiel. A couple years ago, I wanted $375. Ein paar Jahre zuvor wollte ich $375 haben. I wanted it for a class that I wanted to take. Ich wollte es für eine Klasse haben, an der ich gerne partizipieren würde. And it was so weird. I got money, but none of it came in the form of $375. Und es war so komisch, denn ich bekam Geld, aber keins davon kam in der Form von $375. Now, my aunt came over to give me a present for moving into my house. Also meine Tante kam zu mir und wollte mir ein Geschenk überreichen, weil ich umgezogen bin für mein neues Haus. We had a great time together. I ran her bars. I did body processes for her. Und wir hatten eine großartige Zeit zusammen. Ich habe ihr die Bars gegeben und Körperprozesse. And when she left, I opened the present that she gave me. Und als sie ging, dann öffnete ich das Geschenk, was sie mir gegeben hat. I took it out of its plastic and its little pretty box. Und ich nahm es aus diesem Plastik raus und aus dieser hübschen kleinen Box. And guess what? Und ratet was? The price tag they had forgotten to take off when they wrapped it. Der Preis, den sie vergaßen abzunehmen, als sie es eingepackt haben. $375 bowl. Also eine Schale für $375. It doesn't look the way you think it does. Es sieht nicht so aus, wie du denkst, dass es das tut. So what have you been asking for that's already shown up but looks different? Also was ist es, wonach du gefragt hast und es ist bereits zu dir gekommen in einer anderen Form?
if you require cash, you have to ask for cash. Wenn du dich nach Bargeld sehnst, dann musst du nach Bargeld fragen. But no, you as the being normally don't care about money. Aber wisse, du als das Sein kümmerst dich normalerweise nicht um Geld. So if you care more about creation, you have to create and ask for money too. Und wenn du dich mehr nach Kreation sehnst, dann musst du nach der Kreation fragen und ebenfalls nach Geld. The more money you ask for, just know, the more judgments you are going to receive. Je mehr Geld du, je mehr Geld du fragst, desto mehr Bewertungen wirst du auch empfangen. And the willingness to be okay receiving judgments is what's going to open the floodgates for more money. Und deine Bereitschaft, diese Bewertungen zu empfangen, ist das, was diese Tore öffnen wird, um mehr Geld zu empfangen und zu haben. But it's the opposite. If you judge you and your money, you make your money go bye-bye. Und das Gegenteil ist, wenn du dein Geld bewertest und dich selber, dann machst du es, dass dein Geld einfach verschwindet. You have to be willing to be grateful for exactly where you are right now. Du musst bereit sein, dankbar zu sein für den Ort, an dem du gerade in diesem Moment stehst. Because you are the creator of your life and your money. Weil du bist der Kreator von deinem Leben und deinem Geld. Now, what else can you add to your life and living? Und jetzt, was kannst du sonst noch in dein Leben hinzufügen? And what are you going to have to be and do different today with your body to receive more money? Und was musst du heute tun und anders sein mit deinem Körper, um mehr Geld zu empfangen? So one of the questions that I think Olga was asking, also eins der Fragen, wonach Olga gefragt hat, I always create money from need. Ich kreiere immer Geld aus dem Brauchen. And to make money, I must diminish my money flows to zero. Um Geld zu kreieren, dann muss ich mein Geld runterdrücken bis auf 0. And after that, with strong need, I create more money. Und wenn dann dieses starke Bedürfnis nach Geld kommt, dann kreiere ich Geld. So the first thing I'm going to say is anything you think and define, you will create. Also als erstes muss ich euch sagen, dass egal was es ist, was du denkst, what you think and what you think and what you define is what you will create. Also was du denkst und was du definiert hast, ist das, was du kreieren wirst. Okay. So anything you chose 1 second ago about the way you created, would you now be willing to destroy and create all of it? Also alles, was du vor einer Sekunde entschieden hast, wie du es kreierst, bist du bereit, es jetzt zu zerstören und zu kreieren. Right, wrong, good and bad, pon, pock, all nine shorts, boys and beyond. Instead, all the definitions of creation of money that you learned and sold to others, we destroy and create all of that. Und stattdessen all die Definitionen, die du gelernt hast und anderen verkauft hast, wie du Geld machst, zerstörst und umkreierst du das jetzt. Right, wrong, good and bad, pon, pock, all nine shorts, boys and beyonds. What if you could now create with curiosity and fun? Was, wenn du jetzt mit Neugierde und Freude kreieren könntest? It's okay to have need. Es ist okay, etwas zu brauchen. Don't be needy. How do I say needy? You don't know, huh? Es ist, ja, wenn du in diesem Mangel bist. Yeah, it's like a lack, right? It's all lack. Yeah. So, for example, I need to add this to my life.
Also wenn du sagst zum Beispiel, ich brauche das meinem Leben hinzuzufügen. I have to have this, otherwise I can't pay my bills. Ah! Ich muss das haben, sonst kann ich meine Rechnung nicht bezahlen. One is the energy of lack. Eins ist diese Energie von Mangel. One is the desire to add more into your life. Und eins ist dieses Ersehnen, mehr deinem Leben hinzuzufügen. You have to choose every second which one you would like to have. Du musst jede Sekunde wählen, welches du davon haben möchtest. Awesome. Either you want to be in possibilities or lack. Which one? Ja, also möchtest du in Möglichkeiten sein oder in Mangel? Welches ist es? So one of the questions is that they'd like to add more bars clients to their business. Also eine der Fragen ist, sie möchten gerne mehr Klienten in ihrem Bars-Business hinzufügen. Okay. The first thing I would say is everything you've defined what your bar's client and business is, we destroy and create all of it. Also als erstes, alles, was du definiert hast als dein Bars-Business und deine Klienten, was sie sind, zerstörst du und kreierst du das. Bars is not one thing. Bars ist nicht nur ein Ding. Bars is one particular set of tools within Access Consciousness. Bars ist einfach nur ein Set von Werkzeugen in Access Consciousness. But it's actually the beginning of receiving of you. Aber es ist eigentlich der Anfang, in dem du beginnst zu empfangen, dich selbst. It's the dance with you in consciousness. Es ist der Tanz von dir und dem Bewusstsein. So what if you could bring in clients just by being you? Also was, wenn du Klienten reinholen könntest, indem du einfach nur du bist? And one of those things that you can share with your clients is the bars. Und eins, was du mit deinen Klienten teilen kannst, sind die Bars. When you share the joy, the ease that you have with the bars, wenn du die Freude und die Leichtigkeit hast, die du hast mit Bars teilst, that's the invitation and the energy that will draw people to you. Das ist die Einladung, die Menschen zu dir ziehen wird. It's not about you selling the bars. Es geht nicht darum, dass du die Bars verkaufst. Most of the people, that's not how they actually get motivated to come. Für die meisten Menschen, das ist keine Motivation, wie sie kommen werden. Hi, Rocky! The doggies love to come play. They like money too. Also die Hündchen mögen es auch, das Geld. Die möchten auch mit uns spielen. Well, you guys, thank you for being here with me today. Also ich danke euch sehr, dass ihr hier heute mit mir wart. I am so grateful for the energy you were willing to contribute to today. Ich bin so dankbar für diese Energie, die ihr bereit wart, heute beizutragen. And what else is possible that we've never even realized? Und was ist sonst noch möglich, dass wir noch nicht mal realisiert haben? So someone was saying they would like to be in my Right Voice for You class in Russia. Money come, money come, money come. Also jemand hat gesagt, er würde gerne in Russland dabei sein bei meinem Right Voice for You. This is what I'd like to invite you to. Und das ist es, wozu ich euch gerne einladen würde. When you include your body in anything you desire to create, wenn du deinen Körper inkludierst in alles, wonach du dich ersehnst, es zu kreieren, your body is actually what's going to help you in receiving it. Dein Körper ist eigentlich das, was dir helfen wird, es zu empfangen. So ask your body questions. Also stell deinem Körper Fragen. Not from lack. Nicht aus dem Mangel hinaus. Body, what would it be like if we were in this class? Körper, wie wäre es, wenn wir in dieser Klasse wären?
Body, what would it be like if we started this business? Körper, wie wäre es, wenn wir dieses Business beginnen würden? Body, what would it be like if we went on this trip? Körper, wie wäre es, wenn wir auf diese Reise gehen? Because when you do, your body will give you information about the energies of what that could be. Weil wenn du das tust, dann gibt dir dein Körper Informationen darüber, von dem, wie es sein kann. And then you ask your body to create it with you. Und dann fragst du deinen Körper, danach es mit dir zu kreieren. You then ask, body, what's it gonna take for us to also have the money and go? Dann fragst du danach, Körper, was braucht es von uns, um das Geld zu haben und dorthin gehen zu können? But don't ask only for the class. Aber frag nicht nur nach der Klasse. Add the price of the class, your trip, your money, your spending money. Frag nach dem Geld für die Klasse, für deine Reise, für das, was du auszugeben hast. Because when you ask for more than what you require, you allow the universe to give you more. Weil wenn du nach mehr fragst von dem, was du gerade brauchst, dann erlaubst du dem Universum, dir mehr zu geben. Your voice has a lot to do with that too, you guys. Und eure Stimme hat auch sehr viel damit zu tun. When you're willing to actually be your voice in the world, you allow you to also make a lot more money. Wenn du dir erlaubst, eigentlich die Stimme in der Welt zu sein, dann erlaubst du dir ebenfalls auch mehr Geld zu machen. Because you'll be you in every part of your life. Weil du in diesem Moment du bist in jedem Teil deines Lebens. It's about being that gift and that invitation for more consciousness and possibilities. Es geht darüber, einfach mehr die Einladung zu sein für mehr Möglichkeiten und für mehr Bewusstsein auf, ja. Yes! Victoria said, body, what would it be like if we have a dance party? We'll invite money. Yes, 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 yes. Ja, also Victoria fragte, wie wäre es, wenn wir eine Tanzparty haben? Dann laden wir mehr Geld ein. Ja. So what I love about money come, money come, money come. Also was ich darüber liebe, dieses Geld kommen, Geld kommen, Geld kommen. It starts with you having financial awareness of what money you require. Es beginnt damit, Gewahrsein darüber zu haben, was du brauchst. And then dance with your body. Body come, money come, money come. Money come, money come, money come. Und dann beginne zu tanzen. Yay! Move your body. Bewegt euren Körper. Let your body be your partner in your creations. Erlaubt eurem Körper der Partner zu sein in euren Kreationen. And we have lots of body and voice parties coming up. Und wir haben eine große Menge an Partys für Körper und für Stimmen, die kommen. We're going to be in Moscow the beginning of September. Anfang September werden wir in Moskau sein. And then we're going to be in Germany. Und dann werden wir in Deutschland sein. Yay! And we have lots of translation. Und wir haben eine Menge Übersetzung. We have Inga, Dimitri, and Angela in Russia. Wir haben Inga, Dimitri und Angela in Russland. We have Dagmara. We got Sophie, Tugba, Claire, Joelle. We've got a whole party going on. Ja, also in Deutschland haben wir eine sehr große Party. Yay! And what's the city again in Germany? Bad Schönborn. That one. That's where we're going to be. And we're going to have a couple of parties. Okay. Also in Germany, we're going to do the gift of cars. If you don't know, I love cars. Also wir werden eine Menge Partys haben. Wir werden auch das Geschenk von Autos haben, also the gift of cars. Und sie liebt Autos. Yay! And my car and cars are a gift to me. Und mein Auto und meine Auto sind ein Geschenk für mich.
Remember, wealth means your willingness to receive from everything. Erinnert euch daran, Wohlstand bedeutet, die Willigkeit von allem zu empfangen. Would you be willing to receive from this blue ribbon today? Möchtet ihr von dieser blauen Schleife heute empfangen? Isn't it pretty? It's here to contribute to you and your money flows. Ist das nicht hübsch? Es ist hier, um dir und deinem Geldfluss beizutragen. Would you be willing to receive from your cell phone? Bist du bereit, von deinem Handy zu empfangen? Would you be willing to receive from your kids and your animals? Bist du bereit, von deinen Tieren und deinen Kindern zu empfangen? Would you be willing to receive from your house, your bed, your sheets, and your pillow? Bist du bereit, von deinem Haus, von deinem Bett, von deinen Laken und von deinen Kissen zu empfangen? Everything has consciousness and wants to contribute to you. Alles hat Bewusstsein und möchte dir beitragen. So whatever you do, wherever you go, just have fun. Also egal, wo du hingehst, egal, wo du bist, habt einfach nur Spaß. Karen says she needs a nap now. Jemand hat gesagt, dass er ein Schläfchen braucht. Karen, ask your body if your body needs a nap or movement. Frag bitte deinen Körper, ob dein Körper ein Schläfchen braucht oder Bewegung. Because we moved a lot of unconsciousness out of the area and you may be aware of other people's stuff too. Weil wir haben sehr viel Unbewusstsein bewegt von der Stelle. Und es kann sein, dass du dir von anderer Leute Zeug gewahr bist. Gratitude is one of the greatest gifts and secrets about money, you guys. Ja. Dankbarkeit ist eins der größten Geheimnisse, wenn es um Geld geht. Because when you're grateful for you and everything else, you cannot judge it. Weil wenn du dankbar bist für dich und für alles andere, dann kannst du es nicht bewerten. So what else is possible you've never even considered? Also was ist noch möglich, was du noch nicht in Betracht gezogen hast? Fun, dance, money. Oh yeah, I like that. Yay, Spaß, Tanzen und Geld. Well, thank you for being here. So grateful for all of you. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich bin so dankbar für euch alle. And thank you for our amazing hosts that are here too. Und vielen Dank an unsere unglaublichen Gastgeber, die auch hier sind. And all the magical translators that you get to see and not see here today. Und danke für all die magischen Übersetzer, die ihr seht oder auch nicht heute. And I look forward to seeing you in Moscow, Germany, Japan, London, Ontario, somewhere around the world. Und ich freue mich schon sehr darauf, euch irgendwo auf der Welt zu treffen, ob es Moskau ist, Bad Schönborn, Japan, Ontario. What else is possible on the whole universe that we haven't even considered? Was ist alles in dem ganzen Universum möglich, was wir noch nicht mal in Betracht gezogen haben? You guys are awesome. I love you. Have a great rest of your day. Ihr seid unglaublich. Ich liebe euch. Habt einen wundervollen Resttag. Thank you. Okay. Bye, you guys. Get out. Thank you. Unmute everyone. Thank you very much. Thank you, Laleh. Thank you guys. Thank you, Laleh. Thank you, Oh everyone. my God. Thank Thank you. you. Thank you. Besitos. Besito. Bye. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Bye-bye. Au revoir. Merci. Thank you so much. Thank you.